Ich bin auf die Suche gegangen, um zu gucken, wie man viele Klicks und Abonnenten bekommt. Und mir ist das ins Auge gestochen. Lifehacks. Und Jungs, macht der viel Klicks. Und deshalb mache ich jetzt auch Lifehacks. Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man viele Abonnenten bekommt. Schritt 1. Ihr braucht gute Mikrofonqualität. Ein Beispiel. Schritt 2. Freunde, ihr braucht Fake-Gewinnspiele. Hallo Freunde, heute können Sie gewinnen Pfandflaschensammlung. Meine Pfandflaschensammlung im Wert von 1 Euro. Okay, scheiße, mir sind die Lifehacks ausgegangen. Aber jetzt habt ihr wenigstens einen Eindruck von dieser Branche. Der Typ macht einen Haufen Geld mit Lifehacks. Und ganz ehrlich, Slivki-Show macht gute Lifehacks. Und da stelle ich mir die Frage, guckt ihr auch Lifehacks? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Aber nicht nur Slivki-Show macht Lifehacks, auch viele andere. Und meistens sind da auch ziemlich weirde dabei. Also analysieren wir jetzt so ein Video. Ah! Aua, meine Ohren! Ah! Mach das leise! Wow. Nachdem ich jetzt nach dem Intro taub geworden bin, habe ich eigentlich nicht so recht Bock weiter zu gucken. Nummer 1, warum ist die Scheiße unscharf? Und Nummer 2 ist, warum macht er das im Kastenformat? Junge, wir sind nicht mehr im Windows XP-Zeitalter. Wir haben 16:9 Bildschirme. Und nicht 4x4 oder so. Pff. Okay, stopp. Also, ich hab's jetzt so verstanden, dass er einfach irgendwas zeigt und dabei Musik laufen lässt. Okay, das kann ich auch nachholen. Ah, stimmt, ich habe die Musik vergessen. Jetzt erstmal ein paar Baustellen-Vibes für euch. Nee, okay, Spaß. Ich mach vernünftige Musik. Das waren die Lifehacks 2020. Und oh mein Gott, das hat genauso viel Sinn gemacht wie das ganze Video. Einfach gar nicht.